Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute gucken wir uns alle 110 Speedsets an, die es in Fly Universe gibt. Es gibt ein, zwei Sondervarianten, die nicht so richtige Speedsets sind, aber es sind fast 110 richtige Speedsets. Und es gibt echt mittlerweile extrem viele und die Wahrscheinlichkeit, dass ein spezifisches Set nochmal als Rerun in den Cache-Up kommt, wird immer geringer, weil es mittlerweile so viele davon gibt. Und damit werden sie auch eher seltener. Also, ja, falls ihr hier was seht, was euch interessiert, kann es sein, dass, wenn das schon ein paar Jahre alt ist, dass das gar nicht mehr so leicht zu finden ist. Also, wir fangen an. Ich sage immer den Namen und dann lasse ich so ein paar Sekunden eingeblendet. Und genau, damit das auch nicht zu lang dauert. Und wenn euch was gefällt oder so, dann müsst ihr halt einfach nochmal kurz Pause machen, um es euch genauer anzugucken. Wir fangen an mit dem Third Anniversary Mecha Set. Dann haben wir das 2025 Swimsuit Costume. Dann das 2025 Christmas Costume. Das ist sehr gut angekommen, will ich meinen. Dann haben wir das 2025 Thanksgiving Kostüm. Das Aero, also Aero Streetwear Set. Dann haben wir das AI Casual. Ich dachte gerade kurz, ich habe was übersprungen. AI Casual heißt dieses Set hier. Dann haben wir das AI Frog Set. Also AI. Dann AI Yukata. Ihr merkt schon, die hatten mal so eine Phase, wo sie irgendwie alles AI genannt haben. Ich habe keine Ahnung wieso. Irgendwann haben sie damit aufgehört. Alien Octopus. Anniversary 2024. Also bei denen, die so ganz klein sind, zoome ich noch ein bisschen ran. Dann haben wir das Artificial Set. Dann das Autumn. Keine Ahnung, warum das manchmal so groß wird und dann wieder klein springt. Das ist die Windows-Fotoanzeige. Brauchen wir ein anderes Programm dafür. Dann Baby Shark. Dann das Banana Heroes Set. Dann das Big Wave Surfing. Also große Welle. Big Wave Surfing. Dann das Botanist Musician, also das Botaniker Musiker. Dann Bottom Mark, also Bottom Mark, wie der Vorname, Mark. Dann das Cacti Set, Cacti. Ich glaube, das gab es nie wieder tatsächlich. Das ist uralt. Dann Cake Kingdom. Dann Candy Cane. Dann haben wir Carnival Traveler. Dann haben wir Casual Summer. Das war das allererste Speedset. Dann haben wir Christmas Star. Dann Cyberpunk 2025. Rückblickend eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich finde, manchmal braucht man einfach, keine Ahnung, da findet man Sets später besser, als man sie am Anfang gefunden hat. Disco. Easter Bunny 2025. Keine Sorge, Bunny und Easter Sets, da gibt es noch ganz viele. Dann Easter Gambler. Dann Easter Magic. Dann Easter Rabbit 2025. Eastern Warrior. Keine Sorge, das waren noch nicht alle Rabbits, da kommen noch welche. Dann haben wir Elf Costume. Da stehen tatsächlich die Werte nicht dabei. Es ist 2, 2, 4, 6, 8, 10. Keine Ahnung, ist mir noch nie aufgefallen, dass hier die Werte nicht dabei stehen. Dann haben wir Emerald Explorer. Also wieder Edelstein. Emerald. Dann Exorzist. Offensichtlich.
Dann haben wir Fantasy Guardian. Dann Fantasy Towel. Dann Firefighter. Forest Spirit. Dann Foxy. Future Easter. Wie gesagt, da kommen noch ein paar Oster- bzw. Bunny-Sets. Das waren noch längst nicht alle. Future Runner. Dann FWC Eastern Warrior. Wie gesagt, das war so ein spezielles Set. Nur für den FEC 2024 Server. Ja, aber ich habe es trotzdem mit aufgenommen, weil es ist ein Speed-Set. Dann haben wir Glitch Pop. Dann haben wir das Gummy Bear. Dann Halloween Bat. Also Bat wie die Fledermaus. Dann Hanbok 2025. Traditionelle koreanische Kleidung. Hard Punk. Idol. Wieder K-Pop. Wieder koreanisch. Japanese Uniform. Dann Cotty Scarecrow heißt das. Das war das Set, was alle auf dem PTS-Server getragen haben. Da kriege ich sofort PTS-Flashbacks. Dann haben wir Little Butterflies. Heiß. Ich meine, Lotus Blossom. Oh. Okay, das habe ich aus irgendeinem Grund zweimal gespeichert. RIP. Lucky Clover Costume. Luxury Tuxedo, wo vor allem die Umhänge immer sehr beliebt waren, weil es so Mafia-Gangster-Boss-Umhänge sind. Luxury Winter Costume. Madrigal Guardian, ein klassisches Set, das sie als Speed-Set umgewandelt haben. Magical Kid. Medieval Knight, eins meiner absoluten Lieblingssets, muss ich sagen. Ich liebe Rüstungen und so, davon haben wir in Fly viel zu wenig Sets, meiner Meinung nach. Menhera Kai. Military 2023. Modern Halloween. Modern Sports Bear. Modern Alien. Music Beat. Nur Music, kein Musical. Music Beat. Navy 2024. Necromancer. Vor allem der Head finde ich persönlich sehr nice. Vom Weiblichen natürlich. Neo. Also Neo. Fand ich auch, erinnert so ein bisschen an die Matrix-Charakter, also zumindest von der Gel-Frisur her. Und die haben noch eine Sonnenbrille dabei. Neon Valentine, also Neon Valentine. Dann Nobility. Northern Warrior. Obsidian Flame. Oni. Einfach nur Oni. Dann Oni-Style Kimono. Das gibt es jetzt aktuell noch im Cash-Shop. Wobei ich weiß nicht, wann das Video hochgeladen wird. Vielleicht jetzt nicht mehr. Aber das ist brandaktuell. Dann haben wir On-Myoji. Also O-N-Myoji mit Y dann noch. Also O-N-M-Y-O-J-I 2026. Overalls. Eines der langweiligsten Sets aller Zeiten. Einfach nur Overalls. Das hätten sie wirklich lassen können. Dann Pastell. Ebenfalls nicht sehr aufregend.
Persian Warrior. Police. Auch relativ lame. Rider. Sehr beliebt, sehr alt. Ruby Yukata. Safari Explorer. School Uniform 2024. Dann Soon Demon, also S-E-W-N Demon. Shade Child, also Shade wie der Gott von Flive, die Böse. Das Gegenteil von Rises. Shadow Hunter, auch eins der allerbeliebtesten Sets aller Zeiten. Snake Samurai. Snow Masquerade. Snowy Set. Space Engineer. Dann Spell Bat. Sport Pop. Spring Bunny 2024. Yes, wir sind zurück, Bunny. Spring Picnic. Spring Kipao. Kipao schreibt man Q-I-P-A-O. Kipao. Dann das Star Set. Steampunk Wizard. Somerset. Teddy Bear 2024. Thanksgiving. Tiger Stripes. Turkey-licious. Valentine 2024. Valentine Rabbit. Valentine 2026. White Stripes. Wicked Stein. W-I-C-K-E-D Stein. Wicked Stein. Winter Casual. Winter Wizard. Wolf and Rabbit. Xmas 2024 White Edition. Warum auch immer White. Und das war's. Also es gab noch, glaube ich, eine Version, wo das alles dann schwarz war, was hier weiß ist. Ich glaube deswegen. Genau. Ja, und das müssten insgesamt 110 Stück gewesen sein. Eigentlich das einzige besondere Set war dieses FEC Eastern Warrior Set, was es nur auf dem FEC gab. Aber es ist ja auch noch als normale Version gibt, als einfaches Eastern Warrior Set, wo es fast genauso aussieht. Also, ja. Und ja, wir haben sehr viele Speedsets im Spiel mittlerweile. Ehrlich gesagt, die Hälfte davon gefühlt noch nie gesehen oder schon so lange nicht mehr gesehen, dass man sie komplett vergessen hat. Deswegen denke ich mir so, einmal pro Jahr auf jeden Fall kann man das mal machen, wo man das nochmal so ein bisschen auffrischt und sich vor Augen hält, ja, was gibt es denn eigentlich so für Sets im Spiel? Und es sind tatsächlich doch noch einige dazugekommen seit dem letzten Mal und es werden noch einige dazukommen. Im Endeffekt alle 2 Wochen kommt ein neues, also spätestens in einem Jahr ist die Liste wieder viel länger. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da und schaut auch gerne im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Ich bin jeden Tag live auf Twitch. Schaut vorbei, macht's gut dort rein und ciao, ciao.